Das Festival hat natürlich Berlin und Istanbul Schwerpunkt, aber diesmal sind wir eher in Berlin verortet. Das heißt, viele der Künstler und Künstlerinnen, die auch vor 2 Jahren zu diesem Festival eingeladen waren, leben mittlerweile auch hier und einige werden dann auch dabei sein, auch bei diesem Festival, bei dem diesjährigen Festival. Zum Beispiel Candaş Baş, die letztes Jahr nach Berlin gezogen ist und jetzt hier sich eine Existenz aufbaut und die einfach in der Türkei nicht mehr ihre Kunst umsetzen konnte. Viele der Künstler und Künstlerinnen, die wir als New Waves bezeichnen, also die sozusagen aus der Türkei in den letzten 2 bis 3 Jahren gekommen sind, kommen einfach deswegen, weil sie erstmal entweder aus politischen Gründen, weil sie verfolgt werden könnten oder verfolgt werden, oder weil sie ihre Kunst nicht mehr umsetzen können oder weil ihnen das Leben dort zu eng wurde und alles so sehr sich eingeengt hat und sie einfach nicht mehr frei atmen konnten. Viele dieser Menschen, die dann als New Waves dann von der Türkei hierher kommen, kommen aus einer bestimmten Szene, also Kunst- und Kulturszene, wo sie schon vorher gearbeitet haben. Von der Akademie kommen sie und somit haben schon eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den Geschehnissen in der Türkei und was passiert in Deutschland. Und was haben Sie sozusagen als Kultur oder als Input dann auch Deutschland zu geben? Also was kann Deutschland auch von Ihnen lernen? Das finde ich ist auch eine spannende Frage für mich. Also was können wir von Ihnen profitieren? Was können wir mitnehmen für uns? Welche Auseinandersetzung? Das andere ist, ich will nicht nur, dass es in dem Subkultur bleibt, sondern ich will sie auf eine größere Bühne holen, wo auch die Auseinandersetzung auch mit dem Großteil der Gesellschaft eher auch stattfindet und nicht untereinander stattfindet. Auch der Begriff Heimat, was ist Heimat, was ist Entortung, was ist Neuverortung? Diese Menschen sind dadurch, dass sie dann sozusagen aus der Türkei ausreisen mussten, sind sie entortet und hier wurden sie dann neu verortet. Was bedeutet aber eigentlich die Neuverortung in Hinsicht zu eigener Identitäten und Kulturen und zu Lebensrealitäten? Das sind halt auch Themen, mit denen ich mich auch sehr auseinandersetze und womit auch viele sich auseinandersetzen. Und wir haben auch dieses Thema Creating Spaces and Reflections. Das ist der Unterschied eigentlich zu dem ersten Edition, wo es dann mehr um kulturelle Transition between Berlin and Istanbul ging. Was passiert gerade in der Türkei und wie affektiert uns das hier? Und diesmal eher, was passiert hier und was macht das mit uns? Das sind die Themen. Es ist kein Festival, wo nur Türkei-Stämmige sozusagen eingeladen sind. Also ich bin eher, das finde ich auch so toll an Radialsystem, weil ich ja eigentlich euch alle ansprechen möchte und eigentlich viele damit erreichen möchte, dass sie dann kommen und diese Kunst und Kultur und diese Bewegung, diese Auseinandersetzung, diese Filme mitbekommen. Und also das Festival macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß und Menschen reden immer noch davon, was vor 2 Jahren war, weil das auch ein sehr, sehr warmes Festival war. Also diesmal sind wir in April und es wird hoffentlich, inshallah, sehr warm. Und ja, und ich freue mich sehr darauf, mit euch eine Zeit zu verbringen.